All Mountains haben technisch gesehen einen Sweet Spot, nach dem sich viele Biker sehnen. Denn sie lassen sich aus eigener Muskelkraft bergauf treten und bieten bergab echtes Hämmerpotenzial. Und wir haben die spannendsten Bikes, die man sich 2024 in dem Segment kaufen kann, für euch getestet und verraten euch in dem Video, welche Bikes wirklich rocken und welche in der Fülle des Marktes eher untergehen. Früher waren ja die Enduros die Lieblinge für die Fans knackiger Single-Trails. Aber seitdem sich diese Bikes zu Mini-Downhillern entwickeln, laufen ihnen die All Mountains sprichwörtlich den Rang ab. Weil, wenn ein Bike über 16 Kilo hat, dann fährt man damit einfach nicht mehr gern bergauf. Und zudem kommt dazu, dass gerade bei uns in Deutschland die meisten Biker nicht die Strecken haben, um das Potenzial eines modernen Enduros mit 160, 170 oder sogar 180 mm auszuloten. Da braucht es schon den regelmäßigen, und die Betonung liegt auf regelmäßigen, Bikepark-Einsatz oder Shuttle-Einsatz, um die Bikes artgerecht zu bewegen. Wenn man nur gelegentlich mal in den Bikepark schauen will, fährt man mit dem All Mountain meist besser. Und auch wenn sich landläufig die meisten Biker immer noch als Enduro-Biker bezeichnen, zeigt die Auswertung unserer Userdaten vom bike-test.com ganz klar, dass sich die meisten Biker doch für All Mountain Bikes mit 140 bis 150 mm Federweg interessieren. Denn diese Bike-Kategorie ist die Kategorie, die auf unserer Webseite am meisten Aufmerksamkeit abgreift. Grund genug für uns, die spannendsten Bikes zum Test zu bitten. Und dabei haben wir nicht nur ein Bein über die Kassenschlager wie das YT Chefsy, das Canyon Spectral oder Cube Stereo 144 geschwungen, sondern auch Newcomer wie das Score 2030 oder Rock Riders Feel 900S dabei gehabt. Und um auch exotische Nischen nicht zu vergessen, haben wir auch hochwertige Alubikes von Raw oder Crossworks auf dem Trail getestet. Und wenn euch in dem Video hier ein Bike fehlt, das euch unbedingt interessiert, dann schreibt es bitte in die Kommentare und vor allem checkt unsere Webseite bike-test.com. Da haben wir nämlich den kompletten Markt, also eigentlich alle All Mountains, die man sich kaufen kann, für euch nach einheitlichen Kriterien aufbereitet, um euch den besten Marktüberblick zu bieten. Die erste Erkenntnis in dem Video dürfte die meisten Biker ziemlich erfreuen. Denn auch wenn Mountainbikes in letzter Zeit exorbitant teuer geworden sind, gibt es noch die Möglichkeit, relativ preiswert ins All-Mountain-Business einzusteigen. Denn mit dem Radon Slide Trail AL gibt es einen Fully für unter 3000 €, das in Preisbereichen wildert, wo andere Hersteller, wie zum Beispiel Orbea mit dem Laufi, noch Hardtails anbieten. Und versteht's mir nicht falsch. Gerade ich bin jemand, der Hardtails aufgrund ihres geringen Gewichts beim attraktiven Preis wirklich liebt. Und auch die Reduktion auf das technisch Wesentliche ist ein gewisser Reiz in der Welt, die ansonsten auf Luxus und Perfektion aus ist. Aber im Gelände, da beißt die Maus keinen Faden ab, ist man mit dem Fully einfach smoother unterwegs. Und glaubt's mir, wir wissen, wovon wir sprechen, denn wir haben Trail-Hardtails wie das Orbea Laufi auf denselben Teststrecken getestet, wie wir auch die All Mountains gefahren sind. Im verblockten Gelände verliert man mit den Hardtails aufgrund des starren Hecks einfach früher die Kontrolle wie mit einem Fully. Und dennoch haben diese Bikes, vor allem in den günstigen Preisklassen, ihre Berechtigung. Und wen das interessiert, den haben wir einen Link zum Orbea Laufi-Test und zum Test vom Rose Bonero in der Videobeschreibung unten verlinkt. Im Preisbereich unter 3000 € zeigt auch der Test des Radon Slide Trail AL, dass man zu gewissen Kompromissen bereit sein muss. Die Geometrie des Bikes ist nicht mehr die modernste, der Rahmen kommt völlig ohne Schnickschnack daher und auch dem Dämpfer fehlt der Ausgleichsbehälter, um auf langen Abfahrten wirklich eine konstante Leistung abzuliefern. Zudem ist so ein Fully wie das Radon Slide Trail AL mit 15,6 Kilo wirklich kein Leichtgewicht. Aber die Produktmanager vom Radon Slide Trail AL haben auch bewiesen, dass sie wissen, worauf es ankommt. Denn das Bike kommt trotz gutem Preis schon mit exzellenten Reifen, einer guten Fox 36 Federgabel und wirklich starken Bremsen von Magura daher. Und damit kann man wirklich Spaß im Gelände haben. Ein zweites spannendes Bike in der Preisklasse unter 3000 € ist mit Sicherheit das YT Chefsy Core 2. Das Bike hat eine modernere Geometrie, hat dafür aber einen anderen Schwachpunkt. Denn mit über 16 Kilo muss ich mir da sogar das Hühnerauge unten an meinem Zeh zudrücken, um damit auf lange Touren zu gehen. Auch das Chefsy Core 4 Modell mit Carbonrahmen, das wir ausgiebig getestet haben, wiegt immer noch deutlich über 15 Kilo und macht damit klar, bergauf ist hier eine stramme Wade gefragt. Dafür kann mit dem YT Chefsy wirklich ruppigste Trails in Angriff nehmen.
Wir waren damit nicht nur einen Tag im Bikepark Geistkopf und haben selbst nach einem langen Tag immer noch das Grinsen im Gesicht gehabt. Das Bike ist sicher kein Innovationswunder, funktioniert aber einfach geil. Es hat die Züge ganz klassisch außen am Steuerrohr verlegt, hat in der Carbon-Version sogar ein Staufach und hat ein wirklich gutes Fahrwerk. Aber es ist eben etwas schwer. Und der stärkste Konkurrent, das Canyon Spectral CF, sticht genau in diese Wunde des Chassises. Der direkte Vergleich zeigt, dass sowohl das YT Chassis wie auch das Canyon Spectral CF eine sehr ähnliche Geometrie haben. Aber der direkte Vergleich zeigt auch, dass in der gleichen Preisklasse das Canyon Spectral CF ein Stück leichter ist. Und damit stellt das Canyon seine Allround-Qualitäten in sein Schaufenster. Zudem kann man mit dem Canyon Spectral CF nicht nur mit 29er Laufrädern über den Trail rollen, sondern hat auch ab Werk die Option auf ein Mallet-Setup. Und außerdem hat jedes Canyon Spectral CF ab Werk das neue KISS-System zur Lenkungsstabilisierung an Bord. Die KISS-Lenkungsstabilisierung, die über 2 Federn im Oberrohr funktioniert, ist mit Sicherheit kein wahnsinnig großer Gamechanger, bietet aber dennoch einen spürbaren Mehrwert, vor allem wenn man als Biker in seinen eigenen Grenzbereich geht. Und darauf kommt es ja mit so einem All-Mountain an, denn mit so einem Bike will man ja vor allem bergab hämmern. In hängenden Trailpassagen, in offenen Kurven oder wenn der Trail glitschig nass ist, hat man dank des KISS-Systems einfach ein bisschen besseres Gefühl, wie das Bike auf dem Trail unterwegs ist und kann so kontrollierter den Hang runterbrettern. Bisschen schade ist, dass das Bike mit 150 mm an der Gabel nur noch 140 mm Federweg im Heck bietet. Der Vorgänger war da mit 150 mm etwas potenter. Aber auch andere Bikes, wie zum Beispiel das Trek Fuel EX, haben nicht mehr Federweg wie 140 mm im Heck zur Verfügung. Der Trend auf diesen Wert ist eindeutig zu erkennen. Egal ob Radan, Canyon oder YT, bisher waren alle Bikes, die wir euch gezeigt haben, überhalb der 15 Kilo Marke. Als Tourenfahrer zieht man da schnell mal ein langes Gesicht, was man aber eigentlich nicht muss, denn der Markt bietet auch langhubige Bikes mit geringen Gewichten. Das beste Beispiel dafür ist das Cube Stereo 144. Beim Preis von knapp unter 4.000 € bringt das Bike nämlich unter 13 Kilo auf die Waage und das ist ein echter Spitzenwert. Und das Gewicht kommt nicht von irgendwoher. Das Bike hat zwar trotz attraktiven Preisen eine bombenmäßige Ausstattung, macht aber auch ganz bewusste Abstriche im Vergleich zur Konkurrenz. Wo die anderen Hersteller noch eine Fox 36 Gabel oder eine RockShox Lyric verbauen, setzt Cube auf eine 34er Gabel von Fox, um Gewicht zu sparen. Und auch die Maxxis Forecaster Reifen sind einen guten Tick leichter wie die Minion-Schlappen, die die Konkurrenz teilweise aufzieht. Damit stellt das Cube vor allem seine Tourentauglichkeit in den Vordergrund. Wer ein Bike sucht, um damit über die Alpen zu kurbeln, wird mit dem Cube Stereo 144 glücklich. Passend dazu ist auch die eher konservativ gehaltene Geometrie, die mit ihren Werten eher den Marktdurchschnitt repräsentiert. Wer da etwas mehr Würze will, wird bei Canyon fündig. Neben dem Canyon Spectral CF haben die Koblenzer nämlich auch noch das Neuron mit nur minimal weniger Federweg im Angebot. Mit 140 mm Federweg an der Gabel hat es dennoch einen deutlich leichteren Aufbau und spricht damit vor allem Biker an, die den Besuch im Bikepark sowieso partout ausschließen und vor allem komfortorientierte Bikes für lange Single-Trail-Touren suchen. Cube zündet mit dem Stereo 144 C62 Race wirklich ein Ausstattungsfeuerwerk in der Preisklasse unter 4.000 €, mit dem kein anderer Hersteller mithalten kann. Die Bikes von Canyon punkten dafür mit einer etwas moderneren Geometrie. Und Canyon zieht in der Preisklasse unter 3.000 € auch noch einen Joker aus dem Ärmel. Das Canyon Neuron AL7 kostet nur 2.699 € und dennoch hat unsere Werkstattwaage beim Wiegen ohne Pedale nur 13,9 Kilo angezeigt. Und damit ist es das leichteste Tourenfolie mit 140 mm Federweg, das man sich in der Preisklasse kaufen kann. Spannend ist auch der Versuch von Rockrider mit dem neuen Feel 900S in der Oberklasse der Tourenbikes mitzuspielen. Das Bike hat ebenfalls 140 mm Federweg, wie also auch das Stereo 144 und das Canyon Neuron, und bietet für 4.000 € auch eine verdammt gute Ausstattung. Auf dem Trail hat sich das Bike aber leider etwas entzaubert. Denn das Angebot vom französischen Sportartikel-Discounter Decathlon ist mit 14 Kilo deutlich schwerer als die Bikes von Cube und Canyon im selben Preisbereich. Und zudem sitzt das Gewicht bei dem Bike noch an der falschen Stelle. Die Produktmanager haben leider brutal schwere Reifen aufgezogen, was jetzt weniger zum Tourencharakter des Bikes passt. Rahmen und Geometrie und vor allem Ausstattung bieten aber keinen Anlass zur Kritik. Mit etwas Tuning kann man also auch dem Feel 900S wirkliches Spaßpotenzial für lange Touren entlocken. Wer sich jetzt weder bei den abfahrtsorientierten Bikes noch bei den Tourenfullies wiederfindet, für den hat Score ein ausbalanciertes Bike zwischen den beiden Extremen im Angebot.
Das Score 2030 punktet nicht nur mit einer geilen, modernen Geometrie, sondern hat auch ein Fahrwerk mit deutlich mehr Pop als die Fahrwerke der Konkurrenten. Wenn du ein Fahrer bist mit einem aktiven Fahrstil, der gern durch Anlieger durchpusht oder bei jeder Geländekante abzieht, dann wirst du dieses Fahrwerk lieben. Und zudem spielt das Bike mit 13,75 Kilo in der Gewichtsklasse der Tourenfullies. Aber das Ganze hat auch seinen Preis. Mit über 6.000 € ist das Score 2030 bei einer komplett mechanischen SRAM GX Eagle-Schaltung mit Sicherheit kein Schnäppchen. Dafür bekommt man ein Bike mit einem breiten Einsatzbereich, mit einem eigenständigen Charakter und mit einem Image, abseits des Mainstreams. Wer beim Preis völlig schmerzfrei ist und bei dem Preis von 6.000 bis 7.000 € für das Score 2030 nur lächelt, der kann auch in die preisliche Oberliga einsteigen. Das Santa Cruz 5010, das wir getestet haben, hat 10.000 € gekostet. Klar ist aber auch, egal wie viele Scheine du auf dem Tisch legst, leichter als 14 Kilo wird's nicht, wenn du ein abfahrtslastiges All-Mountain suchst. Neben dem lebenslangen Garantieversprechen, den Carbon-Laufrädern und SRAMs elektronischer Transmission-Schaltung bekommt man mit dem 5010 vor allem ein Bike mit herrlich verspieltem Charakter. Dank der Mallet-Laufräder wieselt das Bike flinker durch die Trails wie alle anderen. Wem's Geld nicht juckt, der findet mit dem Santa Cruz 5010 ein Partybike in der Luxusausführung. Wem es aber vor allem nur darum geht, sich mit dem exklusiven Image von der Masse des Marktes abzuheben, der muss keine 10.000 € dafür ausgeben. Denn die deutschen Firmen Crossworks und Raw haben exklusive All-Mountains für weniger Geld im Angebot. Beim Crossworks Lite 290 hat uns vor allem ein Fakt überrascht. Beim Preis von knapp über 5.000 € wird der Rahmen des Bikes von Hand in Thüringen geschweißt. Wer seine Bikes am liebsten direkt vom Erzeuger bezieht, hat mit Crossworks einen spannenden Anbieter am Markt. Zudem bietet das Bike einen aufwendig konstruierten Eingelenker-Hinterbau, der auf dem Trail weder einem klassischen Viergelenker noch einem VPP-Hinterbau unterlegen ist. Bei unseren Testfahrten hat das Bike sämtliche Vorurteile, die man eigentlich gegenüber Eingelenkern hat, entkraftet. Denn das Bike spricht nicht nur sensibel an, sondern der Hinterbau bietet auch über den kompletten Federweg einen angenehmen Gegendruck und ist beim Pedalieren antriebsneutral. Trotz einer tourenlastigen Ausstattung hat das Bike gegenüber den Carbon-Modellen, die wir zuvor vorgestellt haben, auf der Waage aber das Nachsehen. Mit 14,6 Kilo ist es deutlich schwerer als die Bikes der Mainstream-Marken. Und Gleiches kann man auch vom Raw-Chip sagen, denn das Rahmengewicht von deutlich über 3 Kilo führt selbst in einem Luxusaufbau, so wie wir das Bike getestet haben, zum Komplettgewicht von 14,7 Kilo. Mit seinen 150 mm an der Gabel ist es bergab aber ein sehr potentes Bike. Details wie die außen verlegten Züge, die doppelt gedichteten Lager oder die ultra-robusten Kettenstreben sorgen dafür, dass das Raw Chip ein Partner ist, mit dem man sein ganzes Leben verbringen kann. Der Hinterbau mit nur 135 mm bietet dabei ähnlich viel Gegendruck wie der des Score 2030 und lädt den Fahrer auf dem Trail zu einer aktiven Fahrweise ein. Da kommt wirklich Spaß auf. Die beiden Bikes haben wirklich spannende Ansätze und zeigen, dass der Werkstoff Aluminium auch im High-End-Bereich seine Berechtigung hat. Der Werkstoff ist nicht nur robuster, sondern lässt sich schlichtweg auch einfach recyceln. Die Option hat man beim Carbonrahmen ja eher weniger. Wer mit dem ökologischen Fußabdruck eines Carbonrahmens jedoch leben kann, der kommt beim selben oder sogar beim günstigeren Preis mit dem Carbon-Bike immer deutlich leichter weg. Zum Schluss von so einem Video will natürlich jeder wissen, was jetzt wirklich das beste All-Mountain ist, das man sich aktuell kaufen kann. Und obwohl wir in dem Video nur Bikes mit 140 bzw. 150 mm Federweg an der Gabel präsentiert haben, wird klar, wie vielfältig der Markt in diesem engen Federwegsbereich ist. Die folgliche Konsequenz daraus ist, das eine beste Bike für jeden gibt's nicht. Je nachdem, ob du Typ Tourenfahrer oder Abfahrtsschredder bist und wie prall dein Geldbeutel gefüllt ist, fällt die Antwort auf die Frage nach dem besten All-Mountain für dich anders aus. Wir haben dir definitiv die spannendsten Modelle auf dem Markt gezeigt. Welches Modell für dich die optimale Wahl ist, musst du selbst entscheiden. Die Fakten zu den Bikes aus dem Video haben wir euch in einem Artikel auf bike-test.com übersichtlich aufbereitet. Zusätzlich findet ihr auf unserer Webseite über 3000 einheitlich bewertete Mountainbikes. Sollte euch da immer noch ein Modell fehlen, lasst uns das in den Kommentaren wissen.